Ja, Clear Blue Skies und ich bin verschwitzt. Willkommen zu einem nach dem Laufen Video von mir. Ähm, Die Qualität der Videos wird nicht so gut sein wie die anderen Videos, die ich hier hochlade, weil ich das jetzt mit meiner Handykamera aufnehme. Aber Laufen hilft mir immer, meine Gedanken zu ordnen, und deswegen möchte ich die Sachen gerne aufnehmen, solange sie noch frisch sind. Ich beobachte, dass viele Leute, mich inklusive, aktuell sehr verunsichert sind. Es passiert einfach wahnsinnig viel auf dem globalen Markt. Man merkt, die Deutschen werden so mehr oder weniger abgehangen und die Amis halten nicht mehr schützend ihre Hand über uns. Und eigentlich werden sowohl die Deutschen als auch die Amerikaner gerade von den Chinesen und Indern überholt, die mit ihren Entwicklungen oft schon viel weiter sind. Das führt dazu, so meine Wahrnehmung, dass viele Leute sich wieder zurücksehnen nach alten Werten, was auch immer das dann heißt. Aber wie heißt es so schön, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich glaube, man kann die technologische Entwicklung gar nicht aufhalten. Man muss also versuchen, den eigenen Ängsten zu begegnen und sich mit der modernen Technologie vertraut zu machen. Und auch wenn das inzwischen so ein Buzzword ist, was viele nicht mehr hören können, aber die generative KI oder KI im Allgemeinen, egal ob das Agenten sind oder die generative KI oder andere Modelle, ist gerade dabei, alles zu verändern. Parallel geht die Entwicklung bei der Robotik auch rasant weiter. Und ich denke, wir werden in ein paar Jahren auch da humanoide Androiden erleben, die so leistungsfähig sind, dass auch viele Handwerkerjobs wahrscheinlich von KI oder von KI mit Robotern erledigt werden können. Aber das sollte kein Grund sein zu verzagen, weil egal welchen Technologiesprung wir in der Vergangenheit hatten, es war immer noch ein Platz für die Menschen, nur die Joblandschaft verändert sich. Und um da mithalten zu können, muss man eben auf dem neuesten Stand bleiben. Und was ich beobachtet habe, ist, dass es gerade so zwei Lager gibt. Wie gesagt, die Leute, die ängstlich sind und zurück wollen zu alten Werten, und die die KI behandeln als super tolle technologische Errungenschaft und versuchen, die Leute mit dem perfekten Prompt zu ködern oder den richtigen Anweisungen. Wenn man diese Hacks hat, dann kann man erfolgreich sein. Aber für mich war die größte Veränderung eigentlich die KI als digitalen Mitarbeiter zu verstehen. Ich habe letztendlich als Privatperson die Möglichkeit, jederzeit auf den dümmsten, schlausten Praktikanten zuzugreifen. Dumm, weil die KI letztendlich wie ein Vergrößerungsglas ist. Damit kann ich ein Feuer entfachen, wenn ich weiß, wie man es verwendet. Aber wenn ich es zu weit weghalte, dann passiert gar nichts. Beziehungsweise kann es auch wie eine mathematische Gleichung sehen. 100 mal 0 ist immer noch 0. Oder noch schlimmer, 100 mal minus 1 ist minus 100. Das heißt, ich muss die KI ein bisschen führen und ich muss die Materie verstehen, über die ich mit der KI sprechen will, um die richtigen Antworten rauszukriegen. Es wird zwar immer einfacher, weil es inzwischen für alles vorgefertigte Agenten gibt oder vorgefertigte Subgruppen, sprich es gibt mittlerweile in der KI eine Persona des Marketeers,
der mir quasi dabei helfen kann, mein Marketing richtig zu machen. Oder des Arztes, der mir dabei helfen kann, vielleicht schon die ersten Diagnoseauswertungen zu machen und so weiter. Nichtsdestotrotz, wer dumme Fragen stellt, kriegt auch dumme Antworten. Und für mich war das größte Learning, wie gesagt, die KI wie einen Mitarbeiter zu behandeln. Und damit meine ich nicht einmal den perfekten Prompt schreiben, also die perfekte Eingabe schreiben, die reingeben und dann das Ergebnis nehmen und weiterrennen, sondern ruhig die KI fragen, hey, sag mal, ich möchte Folgendes erreichen. Welche Vorschläge hast du dafür? Und dann kommt es vielleicht mit einer Liste zurück. Sagen wir mal, ich möchte gerne mein Marketing meiner Webseite verbessern. Welche Fragen müsste ich dir stellen, um hier gute Antworten zu bekommen? Kennst du vielleicht ein paar gute, bekannte Marketing-Experten, die du hier zur Rate ziehen würdest, um sie in meinen Prozess mit einzupflegen? Und dann gibt er dir vielleicht ein paar Namen zurück und dann kann man, je nachdem, wie viel Inhalte von den jeweiligen Personen online verfügbar sind. Nehmen wir mal Seth Godin, der hat unglaublich viele Artikel geschrieben, den findet man im Internet. Und dann kann man der KI sagen, stell dir vor, du wärst Seth Godin, benutze die Seth Godin-Methoden und jetzt coache mich mal dahin, mein Marketing für einen Flyer, die Webseite, wie auch immer, besser zu machen. Und dann macht die KI genau das. Und wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, sollte man eben auch Feedback geben und sagen, hey, das Ergebnis finde ich noch totalen Schrott. Helf mir doch mal dabei, die Fragen besser zu formulieren, dass ich hier eine Antwort kriege, die aus den und den Gründen besser zu mir passt. Mit dieser Herangehensweise bekommt man unglaubliche Antworten. Ich habe mir verschiedene Agenten für mich geschrieben und verschiedene Personas, unter anderem eine, die ich meine Persönlichkeit genannt habe, in der ich alles, was ich mal so fabriziert habe, hochgeladen habe. Also Texte von mir, Videos, Persönlichkeitsprofile, die im Laufe meiner Karriere mal angelegt wurden, aber auch Feedback, was ich von Freunden bekommen habe. Das habe ich da alles hochgeladen und die KI darum gebeten, mal eine Analyse von mir zu machen. Und das war unglaublich, wie gut diese Analyse war. Und dann habe ich die KI gebeten, okay, jetzt zeigt mir mal die Schwachstellen bei mir auf. Und wenn du mich jetzt in Zukunft berätst, dann berücksichtige doch bitte, dass du auf diese Schwachstellen eingehst und dass du mich dahin coachst, dass ich die Dinge besser behandle oder diese Lücken quasi fülle. Und das hat mich enorm weitergebracht in den letzten Monaten und das kann ich nur jedem raten. Nimm dir mal die KI und gehe mit der in einen Dialog. Wobei du aufpassen musst, die KI will immer gefallen. Das heißt, wie der Facebook-Algorithmus oder der YouTube-Algorithmus, die dir immer ähnliche Videos zeigt zu Themen, die dich interessieren, versuch doch die KI Antworten zu geben, so dass du bei Laune gehalten wirst und dass du gerne mit der KI in Aktion trittst. Wenn du ehrliche, offene Antworten willst, dann musst du der KI genau diese Anweisung mitgeben, dass du ehrliches Feedback, offenes Feedback willst, auch mal negatives Feedback. Mir hat das unglaublich geholfen, daran zu wachsen. Und ja, das möchte ich euch gerne als kleinen Hack heute mitgeben. Ciao.